Nach rund 18 Monaten Vorbereitung haben die Projektverantwortlichen von IT NRW die Hebel für eine neue SAP HANA-Lösung umgelegt. Mit der neuen Software beschleunigt das Land NRW den Bezügeprozess und spart dadurch Zeit und Geld. Die Aufgabe war, das Bezügeverfahren, was bisher auf einem IBM-Großrechner betrieben wurde, auf eine Serverlandschaft mit x86-Servern zu migrieren und dabei die Datenbanktechnologie von DB2 auf die moderne SAP HANA-Technologie zu modernisieren. Und warum spart eine solche Modernisierung dem Land Geld? Die Betriebskosten, was kostet der Betrieb des Bezügeverfahrens in Nordrhein-Westfalen, lässt sich auf der neuen Technologie und der neuen Plattform für 5 Millionen Euro weniger darstellen, also ungefähr die Hälfte, eine Reduktion um 50%. Und es sind Steuergelder, mit denen wir verantwortungsvoll umzugehen haben. Schließlich geht es um die Bezüge von rund 670.000 Landesbediensteten und Pensionären, die ihr Geld pünktlich jeden Monat auf ihrem Konto haben müssen. Insgesamt rund 2 Milliarden Euro monatlich. Die Dimension des Migrationsprojekts war also außergewöhnlich groß und nicht ganz alltäglich. Zum einen war es ein gewöhnliches Projekt, dadurch, dass es sich um SAP handelte. Zum anderen waren aber die Dimensionen dieses Projektes so gigantisch, dass auch selbst wir als großer Anbieter und Dienstleister da erstmal drüber nachdenken mussten, ob wir dieses Projekt mit den geforderten Spezifikationen in dem geforderten Budget umsetzen konnten. Migrationsprojekte gab es bei uns immer wieder, nur eben halt die Technologien von DB2 auf einer HANA-Datenbank, das gab es noch nicht. Das war erstmalig auch für uns, aber wir haben eben halt auch schon Blaupausen gehabt, die aus anderen Migrationen entsprechend uns vorlagen, die wir dann eben halt umgemünzt haben auf dieses HANA-Projekt für die Ablösung vom DB2-Datenbank. Nach einem Wochenende waren alle Daten umgezogen in die neue In-Memory-Datenbank SAP HANA. Und alle Projektbeteiligten wollten dabei sein und waren nervös? Nervös nicht, weil Gott sei Dank im Vorfeld die Zeichen auf grün standen. Wir konnten damit rechnen, dass es klappt. Aber die Dimensionen waren schon ganz besondere. Zum einen technologisch, zum anderen die Werte an Euros, die wir für die Gehaltsabrechnung der Landesbediensteten dort bewegen mussten zu einem Stichtag, als auch die drohende Verlängerung des Großrechnervertrages für die IT NRW. Alles ist gut gegangen. Die Landesbediensteten bekommen weiterhin pünktlich ihr Geld und das Projektteam ist zusammengewachsen. Besonders gut gelungen ist ein partnerschaftlicher Ansatz zwischen allen Projektparteien, zwischen dem Auftraggeber im Landesamt für Besoldung und Versorgung, uns als IT-Dienstleister und unserem Partner T-Systems, sodass alle zu jeder Zeit am gleichen Strang in die gleiche Richtung gezogen haben. Das war wichtig.